Wir sind Olaf in a Van. Ich bin Stefanie. Und ich bin Jeremy. Und dies ist unser Van namens Olaf, kurz für Our Life and Freedom. Bevor wir jedoch Olaf in a Van wurden, hatten wir ein Wohnmobil und reisten damit an Wochenenden und Ferienausflügen durch viele spannende Landschaften. Nach einer Weile merkten wir, dass uns das Wohnmobil zu groß und zu sperrig für unsere Bedürfnisse geworden war. Als uns dann unsere Freunde über Silvester in ihrem ausgebauten Van besuchten, war schnell klar, dass wir ein neues Projekt an der Backe hatten. Und so tauschten wir das Wohnmobil durch Olaf aus. Jeremys Papa hat uns dabei begleitet, uns instruiert und selber kräftig mit angepackt. Ohne ihn wäre Olaf nicht so geworden, wie er heute ist. Während des Ausbaus haben wir sehr viel geflucht, gelacht und gelernt. Ein Prozess, welcher nicht nur unser Leben auf den Kopf stellte, sondern uns schlussendlich statt nur auf Wochenendtrips auch zum Vollzeitreisen bewegte. Wir zeigen euch in dieser Videoserie How to Van Life, wie dieser Bus Schritt für Schritt zu unserem Zuhause wurde. Wir wünschen euch viel Spaß! Im letzten Teil unserer Van-Ausbauserie haben wir euch verraten, wie wir unsere Trockentrenntoilette im Van verbaut haben. Dieser war eines der letzten Features, die wir Olaf hinzugefügt haben. Die nachfolgenden Kapitel zeigen diverse Ausschnitte unseres Van-Ausbaus, welche zwar essentiell waren, es aber nicht in die anderen Videos geschafft haben. Deshalb seht ihr in diesem Video hier und da einen kleinen Zeitsprung wie diesen hier. Die Kochstelle war hier noch nicht verbaut. Der Beifahrersitz wurde nämlich schon davor eingesetzt. Wie im ersten Video bereits schon mal gezeigt, wollten wir die Doppelsitzbank durch einen Einzelsitz ersetzen, um einen Durchgang zu schaffen. Dies hat schlichtweg den Vorteil, dass man den Van nicht verlassen muss, um loszufahren. Den Einzelsitz haben wir online gebraucht gekauft. Warum haben wir ihn nicht schon vorher eingebaut? Wir wollten warten, bis wir den Olaf als Wohnmobil mit der richtigen Anzahl Sitzplätze eintragen konnten. Ansonsten hätte es bei Verkehrskontrollen Unstimmigkeiten geben können mit dem Fahrzeugsausweis. Wir waren der festen Überzeugung, dass wir noch viel mehr aus Olaf rausholen konnten. Ich meine, hallo? Wir haben einen Fiat Ducato Maxi. Also haben wir jeden erdenklichen Platz genutzt, um Stauraum zu schaffen. Ich sägte also an den Platten und mein Papa an meinen Nerven. Alter! Hast du mir nichts aufgenommen? Ja. Ja, Lachen ist gesund, vor allem auf Kosten anderer. Wir hatten im Kopfraum der Fahrerkabine noch ordentlich Platz. Deswegen und auch aufgrund der Tatsache, dass wir beide nicht allzu groß sind, haben wir zusätzlich noch eine Ablage über der Fahrerkabine eingebaut. Diese bedeutete viel Anpassungsarbeit. Einsetzen, anzeichnen, rausnehmen, zuschneiden, repeat. Das ist das Los an einem Van-Ausbau. Man baut praktisch immer rund. Kein Van ist 100% gerade, sondern immer etwas konisch. Und auch diese Platte wurde wieder einige Male abgeschliffen und lasiert.
Fixiert wurde die Ablage mit Aluminium-L-Profilen, welche dort verschraubt wurden, wo die Haltegriffe montiert waren. Zusätzlich wurden noch diese Stützen eingeschraubt, um das Gewicht etwas besser zu verteilen. Kennt ihr diese Besenkammern, die jeder irgendwo im Haus hat, wo einfach alles reingeschmissen wird, was man gerade nicht braucht? Die ist bei uns im Van hier. Aufgrund der vielen Fenster in Olaf mussten wir uns dringend eine Methode überlegen, wie wir diese isolieren. Denn im Hochsommer bei teilweise 40 Grad ohne ausreichende Isolierung würde uns ziemlich schnell warm werden. Also experimentierte Jeremy als erstes mit den noch vorhandenen Aluminium-Trittschutz-Styropor-Dingen. Es blieb beim Experimentieren. Wir ließen diese Idee fürs erste Mal sein, denn damals hatten wir noch Zeit. Mittlerweile wohnten wir ja bereits in unserem Van und es wurde immer wärmer und wärmer. Deshalb haben wir auf Amazon dieses Do-It-Yourself-Kit bestellt, welches ganz oft in Vanbildforen angepriesen wird. Und wir wurden nicht enttäuscht. Aufgrund unserer vielen Fenster mussten wir aber gleich 2 dieser Kits bestellen. Diese 7-lagige Thermomatte kann in den Maßen 3,5 Meter x 1,5 Meter gekauft werden. Den Link dazu findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Das Anfertigen der Blenden habe ich ganz simpel gemacht. Zuerst habe ich die Matten auf die Größe der Fenster zugeschnitten, wobei ich noch eine Nahtzugabe von 2 cm einkalkuliert habe. Das Einsäumen der Ränder kann von Hand gemacht werden. Macht es aber nicht. Holt euch eine Nähmaschine. Dann kann das Saumband von Hand mit den Stecknadeln provisorisch fixiert und mit der Nähmaschine abgesteppt werden. Der Vorteil bei diesen Blenden sind die mitgelieferten Saugnäpfe, welche an den Fenstern befestigt werden können. Viele solcher Isolierungen werden auch mittels Magneten im Fensterrahmen befestigt. Da wir aber viel zu wenig Metallfläche bei unseren Fenstern haben, war dies definitiv keine Option. Wollt ihr mal sehen, wie es aussieht, wenn Stefanie sich erschreckt? Die Blenden werden bei Nichtgebrauch in der Ablage hinter der Küche verstaut, welche wir zusätzlich noch eingebaut haben. Wenn ihr wissen wollt, warum wir das so gemacht haben, dann klickt doch mal hier oben auf das Video. Und zu guter Letzt machten wir uns an eine neue Lackierung von Olaf. Erinnert ihr euch noch an das eklige, rostige Dach? Bäh, ekelhaft. Dieses galt es zu beseitigen, also haben wir das Dach und die Motorhaube abgeschliffen und angefangen, diese neu zu lackieren. Wir haben die Farbe gerollt und nicht gesprayt. Diese Variante macht viel weniger Sauerei, zumal wir die Werkstatt nur kurz ausleihen durften und der Lack sieht auch wirklich verdammt gut aus. Wie man hier unschwer erkennen kann, wir stehen unter ein paar Bäumen, die ziemlich Dreck verursachen und dadurch, dass wir halt nicht fahren, waschen wir den Olaf auch nicht. Aber die Lackierung ist soweit wirklich in Ordnung. Die hält auch gut und ist sehr robust. Viele haben gesagt, ja, die Oberfläche, das ist nicht aerodynamisch. Leute,
wir fahren keine Rennen damit. Und um Benzin zu sparen, fahren wir sowieso maximal 110, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Was Kurzes zu den Blenden, die wir gemacht haben, also die ich gemacht habe. Das war eine Aktion von etwa, wie lange habe ich dran gebraucht? Sagen wir etwa 4 Tage. 4, werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen? Ja, 4, weil es sind Sau viele Fenster. 11 Stück, die ich gemacht habe, für jedes einzelne Fenster. Und da jedes Fenster nicht die gleiche Größe hat, muss ich natürlich jedes Fenster separat ausmessen. Habe dann nochmals jedes einzelne Stück zugeschnitten, habe es nochmal kurz korrigieren müssen. Diese Blenden werden mit Saugnäpfen an dem Fenster befestigt. Es gibt Leute, die meinen, sie finden die Saugnäpfe nicht so toll, weil die nach einer Weile sozusagen die Saugfähigkeit verlieren. Das ist manchmal auch wirklich so, da gibt es einen einfachen Tipp. Ein bisschen Spucke drauf, ein bisschen zurechtbiegen und dann hält das. Und dann gleich ans Fenster damit, ne? Genau. Und sonst mit ein bisschen Spüli. Diese Blenden sind insofern extrem toll, weil sie einerseits im Sommer und auch im Winter verwendet werden können. Im Sommer haltet es die Hitze nicht komplett draußen natürlich. Wir sind ja nicht irgendwie in einer komplett isolierten Box drin. Aber man merkt schon einen gewaltigen Unterschied. Und im Winter, wenn wir mit der Standheizung ein bisschen heizen, dann merken wir auch, dass die Wärme viel länger drin bleibt. Also wenn wir hier auf 30 Grad hochheizen, dann dauert es 2 Minuten und der Bus ist wieder kalt. Mit den Blenden hält das deutlich länger. Ein weiterer Vorteil ist auch noch, dadurch, dass wir quer im Bett schlafen, stoßen wir ab und an mit unseren Füßen oder mit der Decke hier an die Fenster. Ja, den Kissen. Genau. Und wenn die Blenden da drauf sind, werden nur die Blenden nass. Die sind ja aus Kunststoff, also die fangen auch nicht an zu schimmeln. Und dadurch bleibt die Feuchtigkeit zwischen Blende und Fenster. Ja. Und Genau. die Bettdecke und das Kissen saugen sich dann nicht voll. Und durch das immer wieder zusammenrollen, wieder ausrollen und an den Fenstern befestigen, haben wir einfach gemerkt, dass sich das Material mit der Zeit ein wenig zusammengezogen hatten. Deswegen, da wir es hier in die Fenster und nicht über den Rahmen angepasst haben, deckt es nicht mehr ganz hundertprozentig ab. Also wir können euch das mal zeigen. Also falls ihr auch vorhabt, diese zu machen, so, dann lasst doch 2 cm drüber stehen. Ja genau, also gut, das ist noch die falsche Blende dazu, aber die Blende sitzt etwa so, dann auf dem Fenster. Ja, eigentlich wollte ich, dass die Blende hier bis unter den Rand hineinpasst, aber jo, dadurch, dass das Material halt auch lebt irgendwo durch, ist es halt so. Aber besser wäre es, wenn das Material überlappen wäre tatsächlich. They see her rolling, they hating. Zusammenrollen, Klappe auf. Zack. Und dann der Reihe nach, damit wir wissen, für welches Fenster welche Blende ist. Aha, hier ist besetzt. Ja, genau. Eigentlich könnten wir sie hier oben mal beschriften, Eigentlich wo welche schon, Blende hinkommt. Das war das letzte Van-Ausbau-Video. Nicht das letzte Video von uns. Es werden noch weitere kommen. Genau. Könnt ihr euch darauf lassen? Wir haben noch ganz viele Dinge gemacht in unserem Van, so Kleinigkeiten, kleine Helferlein, die aber teilweise gar nicht gefilmt wurden oder nur ganz kurz. Da hätte es sich gar nicht gelohnt, ein Video drüber zu machen. Wie zum Beispiel diese Netze hier oder die Kleiderverstaumöglichkeiten da oben. Falls ihr alles wirklich im Detail sehen wollt, dann klickt mal hier oben drauf auf unsere komplette Van-Tour. Da haben wir wirklich von vorne bis hinten alles durchgezeigt in unserem Van. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesem ganzen Van-Ausbau mit dabei zu sein. Wir hoffen auch, ihr konntet einiges davon mitnehmen, wenn ihr selber einen Bus ausbauen wollt. Wenn ihr noch irgendwelche Infos habt oder Anmerkungen, wie man etwas besser, sicherer, größer, höher, weiter machen kann, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir wollten einfach noch kurz zum Schluss sagen, dass uns der Ausbau selber ganz viel Spaß gemacht hat. Wir haben sehr viel gelernt im Sinne von, wie kriegt man überhaupt so etwas zustande zum Beispiel, wie plant man so etwas oder was lässt man alles auf sich zukommen. Vor allem ich mit meinen 2 linken Händen, denn Stefan ist eigentlich die Handwerkerin von uns. Was kommt als nächstes? Die Ausbauvideos sind jetzt fertig und
Wir sind natürlich nicht einfach auf der faulen Haut gesessen, die letzten Monate. Sind wir jetzt fast 2 Monate hier? Ja. Krass. Es kommen, sagen wir mal, neue spannende Dinge auf uns zu. Und im nächsten Video verraten wir euch 2, 3 kleine Neuigkeiten. Was wir sonst noch getan haben in der Zeit. Genau. Also Seid gespannt. Lasst euch überraschen. lasst ein Abo da. Bitte, bitte. Und wir lassen euch in Ruhe. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.